Habt ihr mich wieder beim Schrauben erwischt? Ja. Ich hatte eine ziemlich, wie soll ich sagen, eine ziemlich stressige Zeit jetzt. Denn, es ist nicht alles Gold, was glänzt. Das kann ich euch sagen. Der Motor hat hier eine Geschichte. Das ist Katastrophe. Der Kunde hat einen EJ257 Close Stack, also Stage 3 bei mir geordert. Ich habe den gebaut, den Long Block, und dann ist er damit gefahren und glaube nach 3000 Kilometern hat es irgendwie einen Schlag gegeben und dann hatte das Auto keine Leistung. Motor lief zwar noch, aber keine Leistung mehr. Ich habe gesagt, pass mal auf, bring mal den Koffer vorbei und dann schaue ich mir das an. Da war das Verdichterrad fliegen gegangen. Nee, das war anders. Das Lager von dem Turbolader hat sich, genau so war das. Da war ein Fertigungsfehler im Verdichterrad, dadurch ist das Lager kaputt gegangen und hat einmal komplett Späne in dem Motor verteilt. Boah, diese verdammte Schraube, ich hasse die da hinten. Normalerweise kommt man von oben dran, nur da ist jetzt das Kühlwasser drüber. Hat einmal komplett Späne im Motor verteilt, habe ich gesagt, komm, wie kann das passiert sein? Nach langem Hin und Her, ja ganz klar, muss der Turbolader kaputt gewesen sein oder die Wuchtung schlecht oder Materialfehler in dem Verdichterrad selber. Dann ging das zu sehr hier aufs Lager des Turboladers, das Ding dreht ja so ein paar Umdrehungen die Minute und ist dann fliegen gegangen. Ich habe dem Kunden gesagt, komm, du kannst nichts für, ich kann nichts für. Wir machen so, ich baue dir das nochmal zusammen und du bezahlst nur die Teile. Und dann hoffen wir mal, haben wir das gerettet, was zu retten ist. Kolben beschichtet wieder, dann ein bisschen Übermaß geholt, die Beschichtung, das damit ausgeglichen, denn da waren schon Riefen wieder in den Zylinder. Ja, und dann ist der Kunde wieder gefahren. Falsch, sorry, ich habe das verwechselt. Der Kunde hat erst nur den Block wieder, den Motor, Long Block, also kompletten Motor zu mir gebracht. Ich habe den gemacht. Dann hat er den kompletten Motor zurückbekommen, hat sich ins Auto eingebaut, lässt das Ding 2 Minuten laufen, pisst Kühlwasser zwischen Zylinderkopf und Blockhälfte durch. So, ich gucke mal, ob ich das Video finde. Ich tue das mal reinschneiden. Ich dachte mir, was ist mit diesem Motor los? Was soll denn da bitte passiert sein? Ist da ein Riss im Block? Ist der, ich habe mir schon gedacht, ist der Bolzen fliegen gegangen oder sowas? Ja, und tatsächlich so war es. 625er ARP ist einfach irgendwann im Betrieb abgerissen. Das ist so ein richtiger Spannungsriss. Ich habe die wie immer festgezogen, die kann man auch mehrfach verwenden. Ja. Zu dem Zeitpunkt, wo Kühlwasser raus Pipi machte, habe ich gesagt, komm, bring das Auto rüber. Hat er mir das Auto gebracht, jetzt habe ich den Motor ausgebaut und dann habe ich jetzt wieder alles neu gemacht. Jetzt hat der meine Bolzen bekommen, Schnauze voll von den ARP-Dingern. Hatte ich aber auch noch nie. Und die waren fest, richtig fest. Ich habe die alle, das im Lösemoment war alles identisch, nur der eine ist einfach gerissen. Ja, das dann zur ARP geschickt und die haben sich bis jetzt noch nicht gemeldet. Ich denke, bis man bei dem was bekommt, ist das Auto schon verrostet. Ja, auf jeden Fall, Blautsch hat das übrigens, das hatte ich vergessen, Blautsch hat das übrigens eingesehen. Sie haben mir dann kulanterweise einen neuen Turbolader geschickt. Ich dachte, ja, aber dafür kann ich keinen neuen Motor kaufen. Ja, egal, besser wie nichts. So, jetzt baue ich diesen Motor gerade zusammen. Wir sind hier, ich zeige es euch mal, kurz vor fertig. Das heißt, einmal noch Ansaugbrücke drauf machen und dann ins Auto rein.
Und dann sollte der endlich, ich will dieses Auto einfach nie wieder sehen, dann sollte der einfach nur fahren. So. Deswegen, warum sage ich euch das? Ich will euch auch nur zeigen, nicht bei mir läuft alles so wie aus dem Bilderbuch. Und da sind dann oft so Abende, wo ich dann hier sitze und denke mir, boah. Denn eins muss ich aber loswerden. Ihr Tuner, ihr Autoliebhaber, ihr Motorsportler, ihr seid nicht die leichtesten Kunden. Ich habe euch alle gern, aber sind halt sehr fordernd und wollen 110% Aufmerksamkeit haben. Ne? Also wenn du jetzt hier eine Oma, die Inspektion kriegt, die bringt den Schlüssel und dann fährt sie wieder. Bei euch geht das nicht. Ihr wollt am liebsten jede Nacht ein Foto haben von dem Blog. Mache ich auch. Ne? Ich gehe hier mit dem Handy, bevor ich hier abends abschließe, fotografiere jeden Motorblock von jedem Kunden, der kriegt immer ein Gute-Nacht-Foto. Damit, ja. Nee, sonst alles gut. Ich will auch gar nicht meckern. Das ist alles, ich bin sehr, sehr glücklich und macht das alles viel Spaß. Aber es ist sehr, sehr viel. Also es ist viel. Ja, vielleicht am Ende des Monats gibt es was richtig Geiles. Da wird richtig Party hier abgehen. So. Was soll ich anteasern? Mechanik, Maschinentechnik, Werkzeugtechnik. Boah, da zitter ich jetzt schon, wenn ich dran denke. Okay, ich glaube, ich hole mir jetzt mein Essen. Ich habe gerade Pizza bestellt. Schön, ich will euch nicht weiter langweilen. Bevor ich vergesse, seht ihr das hier? Guckt euch die Köpfe an. Das sind Beryllium-Sitze. Wisst ihr, wie schwer Beryllium zu bearbeiten ist? Hart wie die Sau. Geportete Kanäle, ein- und auslassseitig. Ich mache kein Statement zu diesem Golfball-Gedöns. Ich finde, es sieht schön aus, aber ich sage jetzt nicht, was ich davon halte. Kann man machen, muss man aber nicht. Auslassseitig ist nicht mit dem Golfballgedöns. Hier kommen noch neue Ventilführungen rein. Aber das ist trotzdem ist das schon mega geil. Das wird auch ein ultimativer Motor. So,